Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser Stuart Cording. Die Welt setzt immer mehr auf CO2-neutrale Energiequellen und die Elektronikindustrie arbeitet daran, Stromversorgungen und Motorsteuerungen noch effizienter zu machen. Viele Designs nutzen die Fortschritte, die bei Leistungshalbleitern auf Siliziumbasis wie MOSFETs und IGBTs erzielt wurden. Diese Entwicklung schreiten weiter voran und ermöglichen zusätzliche Effizienzgewinne. Doch es gibt physikalische Grenzen. Zum Glück eröffnen Wide-Bandgap-Halbleitertechnologien wie Siliziumkarbid neue Möglichkeiten für Entwickler im Bereich der Leistungselektronik. Aber was genau ist Siliziumkarbid? Worin unterscheidet es sich von herkömmlichem Silizium? Und welche Herausforderungen bringt die Umstellung auf diese neue Technologie mit sich? Um mehr über Siliziumkarbid zu lernen, spreche ich heute mit Sara Kuzmanoska, Characterization Manager, und Philipp Rehlaender, Application Manager von onsemi. Hallo Sara, hallo Philipp und herzlich willkommen bei uns hier im Studio. Hallo Stuart. Hi Stuart, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön für die Einladung. Freut mich sehr, dass ihr dabei sein können heute. So, lassen wir mit dir, Sara, zuerst anfangen. Ich möchte zuerst mit den Grundlagen starten. Was genau ist Siliziumkarbid, abgekürzt SiC oder SiC, und worin unterscheidet es sich von klassischem Silizium, das wir seit Jahrzehnten für Dioden und MOSFETs benutzt haben? Ja, also Siliziumkarbid ist eigentlich nicht so eine neue Technologie, wie die meisten denken. Also Siliziumkarbid steht für, es ist eine Verbindungshalbleiter, der aus Silizium und Kohlenstoff besteht. Und der Unterschied kam von den unterschiedlichen Eigenschaften des Siliziumkarbid im Vergleich zum normales Siliziumhalbleiter. Und wenn wir reden um die Eigenschaften, da gibt es schon einige. Der größte Unterschied ist eigentlich in die Kristallstruktur. Und Siliziumkarbid ist auch so genannt als Wideband-Gap Halbleiter. Und was heißt das eigentlich? Also die Bandluke oder Bandgap beim Siliziumkarbid ist viel größer. Also wir reden um 3,26 Elektronenvolt Bandluke im Vergleich zum Silizium, der liegt beim 1,12. Und da gibt es eine schöne Analogie, die ich regelmäßig benutze, um für die Leute einfacher zu verstehen, was bedeutet diese Bandgap oder Bandluke. Was ist das? Also die Analogie ist eigentlich, eine Bandluke ist genauso wie eine Staumauer. Je dicker, also breiter der Mauer ist, kann ein bisschen mehr Wasser da halten. Und das Gleiche ist für Siliziumkarbid. Bandgap, wider Bandgap bedeutet, das kann mehr Spannung da halten. Im Vergleich zum Silizium, der ist eine dünnere Mauer. Hat weniger blockierende Möglichkeiten für Spannung. Ja, das ist eine super Einführung zum Thema. Vielen Dank. Ja. Viele Hersteller bieten mittlerweile schon ihre dritte oder vierte Generation von SiC-Bauteilen an. Seit wann gibt es aber diese Technologie eigentlich für die Entwickler? Und wie lange wurde davor daran geforscht, bis wir tatsächlich dann Produkte hatten, die wir einsetzen konnten? Ja, eigentlich die Grundlagenforschung für Siliziumkarbid ist schon seit 70er Jahren begonnen. So lange? Für das Forschung des Materials. Und am Anfang 2000er kamen die erste einfache Siliziumkarbid-Baukomponente. Die sind die Siliziumkarbid-Schottky-Dioden. Und erst in die 2015, 16. Jahr
kamen die bisschen komplexere Baukomponente sowie Siliziumkarbid MOSFETs, sagen wir so. Und seitdem, die sind schon sehr kommerzialisiert werden. So marktreif und dann eingesetzt. Und dann kommen wir zu Philipp als Application Engineer mit Applications Manager und Verfahren in dem Bereich. Welche Arten von Bauteilen basieren auf SiC? Wir haben so schon ein paar erwähnt, aber mit welchem Siliziumbasierten Komponenten konkurrieren Sie dann? Ja, da gibt es die Schottky-Dioden, die Sara schon gesagt hat, die sind am längsten am Markt. Aufgrund der deutlich geringeren Reverse-Recovery-Ladung sind die sehr viel besser als die konventionelle Siliziumdioden. Dann gibt es auch noch die Siliziumkarbid MOSFETs, wahrscheinlich mit die weit verbreitetsten Komponenten in diesem Bereich. Und dann noch die Siliziumkarbid JFETs, die immer mehr zur Anwendung kommen. Konkurrieren tun die beiden mit konventionellen Silizium-MOSFETs, auch Superjunction-MOSFETs und IGBTs. Im Vergleich zu Silizium-Bauteilen ermöglichen Siliziumkarbid deutlich geringere spezifische Widerstände. Wir sprechen da um Faktor 10 und mehr, die möglich sind. Und das führt natürlich dann zu kleineren Baugrößen dieser Bauteile, also kleineren Die-Sizes. Und die ermöglichen dann geringere Kapazitäten, parasitäre Kapazitäten und Ladungen, sodass diese Halbleiter deutlich schneller geschaltet werden können. Und das hat dann große Vorteile in der Anwendung. Ja. Und eigentlich auch Siliziumkarbid ist eine von den Eigenschaften für Siliziumkarbid ist die größere elektrische Felder, die enthalten könnten. Und quasi die sind in Range von 8 bis 10 Mal stärker als beim normales Silizium Halbleiter. Und das heißt, dass wir können eine dünnere Siliziumkarbid MOSFET bauen als mit normales Silizium. Okay, so das führt dazu, dass der Baugröße kleiner wird, leichter möglicherweise und so weiter. Ja, und die können höhere Widerstände blockieren so. Und das heißt, es ist ein bisschen effizienter auch für die Designs, für Applikations. Ja, sehr interessant. Wir werden so Anwendungsbereiche und Anwendungen später natürlich kommen, das werden wir sicherlich abdecken. Aber bevor wir anfangen zu diskutieren, wo die eingesetzt werden und warum die Vorteile für eine Anwendung anbieten, würde ich gerne ein bisschen tiefer in den Fertigungsprozess einsteigen von SiC. So, werden SiC-Bauteile direkt auf SiC-Wafern gefertigt oder nutzt man da wie bei Galliumnitrid-Bauteile so ein Siliziumsubstrat und läuft die Herstellung ähnlich wie beim klassischen Silizium-Bauteilen ab? Ja, also fangen wir erst mit Siliziumkarbid wachsen von das Kristall. Also Siliziumkarbid Halbleiter sind hergestellt auf einen Siliziumkarbid-Wafer. Und nicht auf ein Silizium. Und da sprechen wir wieder um die Eigenschaften des Materials. Quasi die Kristallstruktur unterscheidet sich zwischen Siliziumkarbid und normales Silizium. Und das macht es schon schwierig, Siliziumkarbid auf Silizium zu züchten, zu wachsen. Ja. Und beim Galliumnitrid da sind die Materialstruktur, Kristallstruktur und Eigenschaften doch schon unterschiedlich von Silizium. Aber beim Galliumnitrid kann man schon mit Pufferlagen diese Herausforderungen überspringen. Quasi. Okay, so davon kommt es dann das. Ja. Und Siliziumkarbid Wafer sind schon schwieriger herzustellen und teurer. Aber man braucht die sind entscheidend eigentlich für die volles Leistungspotenzial des Materials rauszukriegen. Ja. Woran liegt es dann, dass die Siliziumkarbid Wafers teurer herzustellen sind? Was ist der Unterschied dann zu Silizium? Da gehen wir in die Fertigungsprozesse eigentlich. Als du mich bevor gefragt hast. Ja. Also für Siliziumkarbid Herstellung
Wir können immer wieder die gleiche Geräte oder Anrüstungen wie beim Silizium weiter benutzen. Aber die Prozesse für das Kristallzüchtung unterscheidet sich deutlich hier. Okay. Und fangen wir hauptsächlich mit die ganz erste Prozess für Siliziumkarbid wachsen. Siliziumkarbid, die Fertigungsprozess fängt von einem Siliziumkarbidpulver durch eine Dampfungsphase. Es wird die Siliziumkarbid verdampft auf einen Siliziumkarbidkeim und da kristallisiert und so wird das Kristall gezüchtet. Wobei beim Silizium das alles fängt in eine flüssige Phase von der Siliziumkeim. Von einer flüssigen Phase wird quasi gezogen nach oben und es kristallisiert in eine feste Phase. Interessant, das wusste ich nicht. Ja, und das sind zwei Unterschiede. Also ich bin kein Experte in diese Prozesse, aber da gibt es deutlich Unterschied in die reines Fertigungsprozess. Ja. Und das ist nicht die einzige Unterschied. Gibt es auch als Siliziumkarbid zweite härteste Material nach Diamant ist. Da ist schon auch ein bisschen schwierig, nachträglich mit ihm zu arbeiten. Sagen wir, wenn wir haben schon die Siliziumkarbid-Bulle, es ist nicht einfach so wie bisher für Silizium, einfach Säge gesägt. Die Wafers so daraus zu schneiden. So. Also Siliziumkarbid-Bull ist eigentlich nicht so einfach aufgrund des Härtes des Materials. Ganz normales Sägenprozess zu benutzen. Deswegen beim OnSemi wird ein ganz neues Prozess da entwickelt. Eigentlich ein Laserschneidungsprozess für die Vereinzelung des Siliziumkarbid-Wafern. Okay, das ist sehr spannend. Und so nachdem man ein Wafer hergestellt hat, kann man dann die klassischen Silizium Maschine benutzen, um den restlichen Prozess abzuarbeiten, oder gibt es auch da Unterschiede? Ja und nein. Einige Sachen mussten schon verbessert oder adaptiert sein. Wieder wegen die Härte des Materials. Wir kommen zurück zu dem Schleifen dieses Wafern, um eine gute Qualitätszustand zu kriegen. Und da man benutzt eigentlich Diamant als nächste stärkste Material, die da existiert, um die Siliziumkarbid-Wafer mit einer guten Qualität rauszukommen. Ja. Wow. Ja. So, ja. Und hier haben wir ein Beispiel von einem Siliziumkarbid-Wafer. Okay. Ich glaube, es ist... Wow. Es ist durchsichtig, was mich überrascht. Ja, also so normales Silizium-Wafer, es ist ein bisschen so dunkelgrau Farbe. Okay. Aber ganz interessant ist beim Siliziumkarbid, wegen dieser Eigenschaften, es unterscheidet sich und es ist durchsichtig. Ja, genau. Und auch sehr fest, merkt man das. Die sind eigentlich schon ein bisschen dicker gewachsen oder entlassen so, weil obendrauf kommt die Epitaxial Layer und die andere Schichten für das ganze Halbleiterprozess, und danach wird noch wieder poliert und die werden schon dünner. Okay. Und beim Fertigungsprozess ist eigentlich, da gibt es viele Herausforderungen, die herzustellen, weil wegen dieser Durchsichtigkeit. Ah, wirklich? Das weil die Geräte, die können nicht einfach so finden, wo die sind. Ah, natürlich, ja. Genau, so eine Kamera oder ein optisches System. Ja, genau. Kann die Ecken und Kanten gar nicht erkennen. Ja, da gibt es ganz viele Schwierigkeiten. Wahnsinn. Ja.
Es ist erstaunlich, mit so vielen Komplikationen, so viele Herausforderungen wird man konfrontiert, einfach was durch wenn man ein neues Material einführt. Ja. Ja, aber das bringt die Motivation, da zu arbeiten und weiter mit der Forschung zu gehen. Ja, genau. Das bringt uns vorwärts. Ja, stimmt. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. So sind die Eigenschaften, auf die Entwickler bei SiC-MOSFETs und Dioden achten, die gleichen wie bei Silizium? Also zum Beispiel Einschaltwiderstand ist eine klassische Eigenschaft, worauf man immer achtet. Oder spielen hier ganz neue Kriterien eine Rolle, so gerade für Entwickler im Bereich der Leistungselektronik? Also doch, mit dem neuen Material kommen Unterschiede in die Eigenschaften. Mhm. Also Siliziumkarbid-Dioden, die sind bekannt für die niedrige Reverse Recovery. Und für Siliziumkarbid-MOSFETs die geringe RDS-On oder die höhere Durchbruchsspannung auch noch. Mhm. Philipp, so gibt es auch dann neue Eigenschaften, worauf man achten muss, die eine Rolle spielen? Wir sehen Anforderungen an immer höhere Sperrspannungen, auch aufgrund der Siliziumkarbid-Bauteile, aufgrund der geringeren RDS-Ons ist es auch möglich, dann höhere Sperrspannungen zu erreichen mit einem sehr guten Einschaltverhalten und einem guten Schaltverhalten. Das Schaltverhalten spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle dabei. Also wie schon gerade eben von Sara angesprochen, die Reverse Recovery Ladung ist ein sehr wichtiger Parameter dabei. Ja. Im Vergleich zu Silizium haben wir auch ein anderes Gate-Oxid Anbindung. Also da sind dann die Schaltspannungen auch sehr wichtig. Im Vergleich zu konventionellem Silizium sind die maximalen Gate-Spannungen, die man da anwenden darf, geringer. Insbesondere auch bei negativen Spannungen, die man dann einschaltet. Ja. Aufgrund der schnellen Schaltzeiten ist es auch bei Siliziumkarbid-Bauteilen in der Regel wichtig, dass man mit negativen Spannungen ausschaltet, um auch sicher zu gehen, dass das Bauteil gut abgeschaltet ist. Denn geringe parasitäre Induktivitäten in der Schaltung können sonst dazu führen, dass beim Einschalten beispielsweise, dass die Gate-Spannung hochgezogen wird und es dann zu einem parasitären Einschalten von eigentlich abgeschalteten Bauteilen kommt. Okay, das möchte man natürlich vermeiden. Ja, sonst kommt es zum Shoot-Through und im Zweifel hat man dann einen kaputten Konverter. Ja, genau. Und und dann kommt das Auto zum Stillstand oder der Spannungswandler von Solaranlage geht vielleicht pop. Genau. Das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Ja, genau, ist unerwünscht. Ja. Gut, so wenn wir über so Tests und Standards sprechen, da gibt es ja so internationale Gremien, Sara, wie JDEC AC oder ich glaube der andere ist AQG. Wie arbeiten diese Organisationen mit der Industrie zusammen und wie reagieren sie auf die Einführung einer neuen Technologie wie SiC, wenn wir bisher nur Silizium, MOSFETs und Dioden hatten? Ja, also wie du gesagt hast, diese Organisationen kümmern sich um die Standarten richtig zu setzen. JDEC ist eigentlich eine globale Organisation, der kümmert sich um die globale Standards für Halbleiter. Und die zwei andere, IC und AQG, die sind eigentlich die definieren eigentlich die Standards für die Autoindustrie, Autoindustrie in die Halbleiterstandards. Und ja, besonders die AQG steht für die europäische Autohersteller für die Halbleitermodule-Standards, die erfüllen müssten, um reingebaut in das Auto zu sein.
Diese Standards geben halt auch vor, welche Tests erfüllt werden müssen, um entsprechend qualifiziert zu werden. Zum Beispiel ACQ 101, das gibt vor, welche Tests durchgeführt werden müssen, damit die Bauteile Automotive qualifiziert werden. Wenn man zum Beispiel auf Mauser auf der Internetseite nach Bauteilen sucht, da kann man dann auch sortieren, wie entsprechend die qualifiziert sind. Ja. Und man kann sicher gehen, dass Automotive qualifizierte Bauteile mit AEC-Q 101 qualifiziert sind bei uns. Genau. Ja. Und dann bei JDEC ist es so viel ich verstanden habe, die haben so die standardisierten Tests, die man Bauteile von unterschiedlichen Herstellern dann vergleichen kann. So, Genau. Die waren unter den gleichen Tests wie man getestet. testen sollten, was ist wichtig zu beachten, welche Parameter sind wichtig und auch welche Parameter wichtig sind für die Dauerzuverlässigkeit von die Komponenten quasi. Und die arbeiten nicht allein, sondern auch mit der Industrie. Mhm. Und da ist onsemi auch nimmt teil. Und wir sind beide eigentlich Teil von unterschiedlicher Arbeitsgruppe, wie die sagen. Mhm. Ja, deine Frage war ja auch, wie diese Arbeitsgruppen darauf reagieren auf eine Einführung einer neuen Technologie. Und da ist ganz klar zu sagen, es gibt immer mehr Tests, die gefordert werden, um die Bauteile zu qualifizieren. Es gibt da ganz neue Tests, zum Beispiel DRB, das ist der Dynamic Reverse Bias, wo dann dynamisch ein- und ausgeschaltet wird. Oder DGS, Dynamic Gate Stress. Das sind so typische Tests, die durchgeführt werden. Sara kann mit Sicherheit auch noch viel mehr nennen. Also eigentlich ganz am Anfang, man fängt mit den Standards, die da sind, und in der Laufe des Zeit wird immer wieder neue Standards neu gebaut, wie du gesagt hast. Und je mehr die Halbleiter in Verwendung sind, da kommen viele mehr und mehr Erkenntnisse, aber auch Herausforderungen, die ausfüllen mussten. Ja, genau. Ja, wir sehen das auch bei Kunden, also dass Kunden ganz bestimmte Tests fordern, um die Bauteile zu qualifizieren, die teilweise noch nicht in den Arbeitsgruppen berücksichtigt werden, und entsprechend werden da halt dann auch diese Anforderungen der Kunden und der OEMs übernommen von den Arbeitsgruppen. Das heißt, dass so mit der Zeit wird mehr Erfahrung gesammelt, die Herausforderungen und werden dann als so rückgekoppelt in die ganze Standards-Gremien, Standards-Organisationen, damit zum Beispiel bestimmte Arten von Ausfällen nicht mehr passieren. Genau, das ist richtig, ja. Wenn man schaut auf Silizium, der ist überhaupt nicht ein neues Material oder ein neuer Halbleiter, und die Entwicklung ist schon angefangen in die 50er Jahren. Genau. Ja. Und wir haben, da war schon genug Zeit, um alle Probleme oder Anforderungen zu lösen. Ja. Und jetzt beim Siliziumkarbid, natürlich ist eine neue Technologie und man braucht ein bisschen mehr Zeit, besonders vom Feld, um diese neue Technologie auf die gleiche Ebene wie Silizium beizubringen. Ja, genau. Es ist ein super spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank euch beiden für die bisherigen Einsichten, und wir werden gleich zu euch zurückkommen. In dieser Staffel haben wir uns eine neue Rubrik ausgedacht: Technik aus meiner Kindheit, in der ich unsere Gäste frage, welche Technologie für sie eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, eine Karriere im Tech-Bereich zu starten. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Technik aus meiner Kindheit für diese Show vorstellen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber irgendwann habe ich ferngesteuerte Modelle für mich entdeckt. Der Gedanke, ein Modell aus der Ferne zu steuern, fühlte sich ziemlich nach Hightech an. Ich habe gemeinsam mit Schulkameraden Modellautos gebaut, mit denen wir Rennen führen, und Boote, die wir auf einem nahegelegenen Teich segeln ließen. Was das Ganze so besonders machte, war die Kombination aus Mechanik und Elektronik und die vielen technischen Herausforderungen, die wir dabei lösen mussten. Genau diese Herangehensweise an Probleme hat sich später als enorm wertvoll für meine Laufbahn als Ingenieur erwiesen.
So, Sara, welche Technik hat dich während deiner Kindheit begeistert? Die Technologie, die mich begeistert hat oder eigentlich fasziniert, waren Autos. Oh, schön. Als mein Papa ein Automechaniker war, schon seit meinem Kindheit, ich habe ganz viele unterschiedliche Fahrzeuge gesehen und ab und zu habe ich mit ihm zusammengearbeitet und das hat mich ermöglicht, dass ich viele unterschiedliche Autos ansehen kann und mich wundern, wie können solche Maschinen gebaut sein, wie funktionieren die? Und das hat mich eigentlich immer so neugierig gemacht und eigentlich die Hauptpunkt, warum habe ich die technische Bereich für mein Leben gewählt. Ja, das ist super schön, weil das habe ich auch, ich war auch so von Autos fasziniert und wir hatten so eine kleine Bibliothek in unserer Schule und da gab es kleine Bücher, die erklärt haben, wie die Motoren funktionieren und so weiter. So, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, ich war so nah zu so viele unterschiedliche Fahrzeuge und da waren schon besonders in die vorherigen Jahren ganz viele Unterschiede in das Autos, wie die gebaut sind. Ja. Und irgendwie das hat schon das war ein Zeig für mich, dass ich da dranbleiben. Ja. Ach, faszinierend. Vielen Dank. Und wie war es bei dir, Philipp, in während deiner Kindheit? Ja, für mich waren es tatsächlich kein Bauteil oder keine Technologie, die mich dazu bewogen hat. Also für mich waren es eher Personen, die mir die Begeisterung auch übermittelt haben. Mein Großvater war Mathematikprofessor und ich habe als Kind immer wieder mit ihm mathematische Rätsel gemacht und diese gemeinsamen Nachmittage haben irgendwie dazu geführt, dass sich mein komplexes Denken entwickelt hat. Und das ist klasse. Und in der Schulzeit dann hatte ich einen wirklich sehr engagierten Physikprofessor. Dabei einen Gruß an Herr Steffens. Und er hat wirklich seine Begeisterung an uns Schüler übermittelt. Und wir haben da gelernt und auch berechnet, wie bestimmte Pixel in einer Elektronenröhre von alten Fernsehern angesteuert werden können, welche Spannung man bei den Kondensatoren in der Elektronenröhre anlegen muss, um einen bestimmten Pixel zu erreichen. Und das hat wirklich dazu geführt, das zu lernen, wie die Energie da gesteuert wird. Klasse. Ich finde es schön. Das ist echt schön. Ja. So, Sara, Philipp, vielen Dank für eure Geschichten und Erklärungen. Ich glaube, viele unserer Zuschauer werden eurer Auswahl zustimmen. Jetzt lasst uns weitermachen mit unserem Thema SiC-MOSFETs und Dioden. Sara, kommt wieder zurück zu dir. Ich möchte so ein bisschen mehr ins Detail gehen mit diesem Testen. So, wie sah das Testen und die Charakterisierung von SiC-Bauteilen am Anfang an, als die neu waren? Ich nehme an, dass ihr habt euch zunächst an die Testverfahren von Siliziumbauteilen orientiert, oder? Ja, das ist doch richtig. Ganz am Anfang ist alles angefangen auf die Silizium verwendete Setups, Teststandards und so weiter. Und in die Laufe des Zeit, man nimmt, was er hat und haben wir die Tests gemacht und die Charakterisierung. Aber in der Laufe des Zeit, man findet, dass einige Tests nicht so gut geeignet sind für Siliziumkarbid. Und dann, man muss aufpassen, um ein neues Setup zu bauen, neue Testmethoden zu entwickeln. Es ist ganz wichtig, nicht nur die Halbleiter zu verbessern, sondern auch die Testsetups, die man benutzt. Und das ist ein geschlossenes Kreis von Verbesserungen, die man machen sollte. Halbleiter verbessern, dann wieder die Setups, weil ansonsten kriegst du nie wahrscheinlich nicht
die beste Performance von die Halbleiter. Und das ist meine eigene Erfahrung davon. Ja. Ein Beispiel dazu wäre das Verhalten der Bauteile bei höheren Temperaturen. Also die meisten Designer von Schaltnetzteilen legen die Halbleiter aus, dass sie bei der maximalen Temperatur betrieben werden. Okay. Und wie charakterisiert man das im Labor? Wenn man das macht, dann wärmen wir die Halbleiter zunächst auf diese Temperatur auf und testen sie dann bei dieser Temperatur. Nun haben wir bei Siliziumkarbid einen spezifischen Widerstand, der über den Faktor 10 kleiner ist als bei typischen Silizium-MOSFETs. Das bedeutet dann auch, dass die Stromdichte auf einer kleineren Fläche signifikant steigt. Und wenn man dann beispielsweise den RDS-On bei einem Strom messen möchte, dann wärmt sich natürlich das Bauteil auch auf. Und da haben wir früher mit sehr langen Pulsbreiten den RDS-On vermessen. Aber weil jetzt die Bauteile so viel kleiner sind und die Stromdichte so viel höher ist, müssen wir da signifikant kleinere Pulsbreiten nutzen. Also die Zeit, wo der Strom dann durch das Bauteil fließt. Ja. Weil ansonsten vermessen wir dann statt beispielsweise bei 175 Grad das Bauteil bei 200 Grad. Wow, okay. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen, weil die Anwender natürlich auch wirklich an dem Widerstand bei dieser Temperatur interessiert sind. Genau, und das lernt man alles mit der Zeit, nur aus Erfahrung und ständigen Austausch auch mit Kunden und so weiter. Andere Problem beim Siliziumkarbid wegen die große ist die Wärme rauszukriegen von das Halbleiter und dann in die Anwendung von das Siliziumkarbid man sollte aufpassen. Genau. Ja, also nochmal zurückzukehren auf die Vermessung des Widerstands. Also aufgrund dieser geringen Pulsbreiten, die wir da brauchen eigentlich bei der Vermessung, nutzen wir inzwischen auch schon selber gebaute Vermessungsschaltungen, anstatt auf kommerziell verfügbare Messmethoden zurückzugreifen, weil die auf dem Markt verfügbaren Curve Tracers nur sehr längere Pulsbreiten ermöglichen. Wow. Ja. Ein anderes Beispiel wäre dann auch die Vermessung des Schaltverhaltens. Also wobei beispielsweise bei Siliziumkomponenten die Schaltflanken deutlich langsamer waren, haben wir jetzt bei Siliziumkarbid deutlich schnellere Schaltflanken und da wird dann die parasitäre Induktivität der Schaltung umso wichtiger. Also wir erreichen auch teilweise bis zu 10 Ampere pro Nanosekunde beim Schalten. Und selbst kleinere Streuinduktivitäten im Bereich so 10 Nanohenry, 20 Nanohenry haben dann einen riesengroßen Einfluss auf die Spannung am Bauteil. Also nur als Vergleich. Ja, wenn wir jetzt hier in einer Schaltung 20 Nanohenry haben, bei 10 Ampere pro Nanosekunde haben wir in dem Moment einen Spannungseinbruch von 200 Volt. Wow. Und noch dazu kam die EMI, die elektrische Verstörung, nicht nur für das Halbleiter, sondern auch für das Umgebung. Ja, genau, ja. So, und man muss auch sagen, als Halbleiterhersteller, die Tests, die ihr machen möchten, sind dafür da, um sicherzustellen, dass die Bauteile unter alle Umständen immer korrekt funktionieren. Es ist nicht wie eine Ingenieur, der eine Netzteil baut zum Beispiel. Er muss nur sicherstellen, dass es funktioniert für seine Anwendung. Ja, aber ihr müsst sicherstellen, dass die Bauteile funktionieren in alle möglichen Anwendungen, oder? Genau. Ja, genau. So, das bringt mir auf meine nächste Frage. Was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen Charakterisierung und Produktionstests? Gehört das eine zum anderen und nutzt man dafür dieselbe Testsysteme oder hat man unterschiedliche Geräte, die man dann benutzt? Wie sieht es aus? Wie du schon früher gesagt hast, die Charakterisierung eigentlich, es ist ein Teil von die gleichen Tests wie in Produktion. Beim Charakterisierung, man geht tiefer in die Halbleiter, um alle möglichen
Anwendungsgrenzen des Halbleiter zu testen in ganz niedrige Temperaturen bis zu viel größere Temperaturen als unsere Kunden fragen und viele unterschiedliche Ströme, Spannungen und so weiter. So ein bisschen über die Grenzen hinaus, was im Datenblatt steht. Es ist ganz wichtig, die Grenze von den Halbleiter zu wissen, wo die sind eigentlich. Und so als Hersteller können unsere Halbleiter verbessern, weil wir wissen, in welchem Bereich die funktionieren gut und wo sind die wo die Grenzen sind dann Grenze, genau. Und beim Produktionstest eigentlich, es ist ganz wichtig, mehr Komponenten getestet zu werden. Und da ist nicht die Hauptpunkt, alle diese möglichen Testparameter zu haben, sondern die wichtigste für die Kunde, sagen wir so. Ja. Und da kann hauptsächlich die Tests sind ähnlich, aber die Maschinen, die für die Tests benutzt sind, die unterscheidet sich, weil in die Produktion sind mehr geeignet für kürzere Zeit mehr Halbleiter getestet zu werden. Ja, genau. Ja, zum Beispiel ist es da in der Produktion auch nicht möglich, alle Halbleiter zum Beispiel bei negativen Temperaturen zu vermessen. Wie schon Sara gesagt hat, ist es da wichtig, dass man einen guten Durchsatz der Produkte erreicht, um schnell viele zu testen, um auch die Kosten für den Endverbraucher dann so gering wie möglich zu erhalten. Also in vielen Fällen wird dann bei Raumtemperatur gemessen, in manchen Fällen auch bei höheren Temperaturen, aber zum Beispiel negative Temperaturen können so nicht vermessen werden in der Produktion. Aber natürlich in der Charakterisierung ist es sehr wichtig, in allen Grenzbereichen alle Parameter zu vermessen. Ja. Ein anderer Faktor ist da auch, dass bestimmte Tests schon in der Produktion gemacht werden, zum Beispiel RDS-On-Vermessung oder die Diodenspannung, aber auch das Unclaimed Inductive Switching, also Avalanche-Testing. Andere Tests wie das Schaltverhalten oder das Kurzschlussverhalten werden bei uns in der Regel je nach Anforderung der Kunden getestet. Okay, ja. Und zurück zum Charakterisation, da kann man nicht viele Bauelemente testen lassen, aber zumindest alle diese schwierige Fälle, doppeltes Strom, die wir verkaufen für. Und es geht nicht immer nur für was unsere Kunden brauchen, sondern auch tiefer gibt es irgendeine Degradationsmechanismus, Zuverlässigkeit, wo liegen auch da die Grenzen? Ja. Und wie verhalten sich in einiger Zeit, Stresszeit, nach einiger Stresszeit. Ja, genau, okay. Sara, dann, wenn wir so eine Produktionsanlage anschauen und die Bauteile werden dann darin hergestellt, werden dann alle Bauteile, die vom Band kommen, getestet? Oder reicht es auch, so eine statistische, relevante Menge zu prüfen und den Rest einfach freizugeben? In Produktion eigentlich werden die Halbleiter 100% getestet für einige Parameter, zum Beispiel wie RDS-On oder Threshold Voltage, Durchbruchspannung, Leckströme. Da sind die Halbleiter komplett 100% getestet. Aber für einige schwierigere Tests und nicht so einfache, da sind nicht komplett 100% die Halbleiter getestet. Ja. Ein Beispiel davon wäre die Schaltenverhältnis oder Kurzschlusstest. Es wird eine Menge von Halbleiter schon getestet, um eine statistische Relevanz zu bekommen. Ja. Aber nicht 100%. Ja.
Es hängt da auch teilweise ab von den Kunden. Also jeder Test kostet am Ende Geld. Und bei vielen Produkten machen wir diese Tests dann nicht. Aber zum Beispiel bei Automobilanwendungen, da wird das bei einigen Produkten auch bei 100% gemacht. Ja. Bei den Tests, die Sara gerade eben erwähnt hatte, wird auch das Ganze mehrmals in der Produktion getestet. Also wir bekommen dann einen Wafer. Auf dem Wafer sind die Bauteile drauf und dann werden sie direkt auf dem Wafer getestet. Danach wird der Wafer geschnitten. Die Dies kommen in das Gehäuse rein und dann werden sie nochmal im Gehäuse getestet. Das ist dann End-of-Line-Testing. Ja. Genau. Ja. Und hier haben wir auch ein Beispiel. Aha. Das mag ich immer so sehen. Ein Beispiel. Wow, das ist deutlich dünner. Und da kannst du die Unterschiede sehen, von wie dick ist am Ende das Halbleiter. Ja. Und ganz am Anfang, wir haben schon eine dickere Wafer, um einfacher zu handeln. Genau. Ich halte die hier nebeneinander. Man sieht hier bei dem unbearbeiteten Wafer, das ist sehr fest. Und das kommt mir vor wie diese alte. Es ist quasi wie ein Blatt. Ja, genau. Ja, es ist ein bisschen fest, aber ja, genau. Ja, da sieht man auch relativ gut, wie klein eigentlich die Dies sind, die am Ende ins Gehäuse reinkommen. Ne? Genau, ja. Also, und hier haben wir MOSFETs drauf, oder? Die sind eigentlich MOSFETs. Siliziumkarbid MOSFETs. Ja. Das habe ich schon gut erkannt, ne? Ja, wow, das ist erstaunlich. Man sieht ja auch diese kleinen Bereich auf den Dies, das ist dann da, wo der Gate-Anschluss ist. Ja? Okay, das ist hier diese kleine Rechteck. Ja, genau. Ja, spannend. Super. Ja, und wenn der Wafer dann halt aus der Produktion kommt, dann wird der Wafer dann auch mit Nadeln kontaktiert, um dann die Durchbruchspannung zu vermessen oder den Widerstand, also den RDS-On. Alle signifikant relevanten Parameter werden dann auf dem Wafer durch Nadeln kontaktiert. Ja. Das ist super. Wir lernen jetzt so viel. Es ist erstaunlich und es ist auch schön zu hören, wie alles funktioniert. Ja, also das ist echt toll. Und besonders ganz am Anfang von der Forschung und die Entwicklung von der Siliziumkarbid Halbleiter, es ist ganz wichtig, alle Halbleiter getestet zu werden und auch die Traceability, woher die kommen von das Wafer, das wegen auch. die Defekte, die präsent beim Siliziumkarbid sind. Ja, okay. Ja. Aber das war ganz am Anfang in die Forschung. Ja. Ja, auch einige Parameter der MOSFETs sind auch unterschiedlich, je nachdem von welchem Bereich des Wafers sie kommen. Also da sieht man schon Unterschiede, ob die Bauteile weiter außen sind oder weiter innen am Wafer. Ja, das ist ziemlich interessant. Ja, das ist sehr spannend. Ich war früher mit der Entwicklung von Mikrocontrollers beschäftigt und auch kleinere Peripherie-Modulen und so weiter. Und wir haben auch das Gleiche gehabt, je nach wo das Die auf dem Wafer lag. Manchmal schwieriger, manchmal besser. Ja, genau, super. Jetzt bringt die alte Geschichten wieder zurück im Kopf. So, was ich dir fragen wollte, Philipp, ein Trend, was wir so bei der Silizium-MOSFETs gesehen haben, für dieser Wandel von Wechsel von Planar zu Trench-Technologie oder die Einführung von Trench-Technologie. Und das hat zu einem geringeren Einschaltwiderstand und ein schnelleres Schalten geführt. Ist das auch bei SiC ein Thema und gibt es so ähnliche Herausforderungen? Ja, absolut. Also wir sehen einen zunehmenden Trend von Herstellern, die von Planar-MOSFETs zu Trench-MOSFETs übergehen. Und Semi gehört auch dazu. Ja. Unsere Technologie M4 wird auch Trench-MOSFETs haben. Und man macht das, weil da, wie du schon gesagt hast, deutlich geringere Einschaltwiderstände möglich sind, ein schnelleres Schaltverhalten. Es gibt aber eine ziemliche deutliche Unterschiede in der Komplexität. Also planare MOSFETs sind einfacher zu fertigen. Sie sind inzwischen auch deutlich besser erforscht. Ja. Und schon länger im Feld, sodass
Probleme bekannter sind Ja. als bei Trench MOSFETs. Und auch zum Beispiel das Gate-Oxid muss geschützt werden. Da gibt es höhere Feldstärken. Deshalb sind sie schwieriger zu fertigen. Ja, dann so, welche Auswirkung hat SiC auf das Design von Stromversorgungen und Motorsteuerungen? Welche Veränderungen siehst du dann im Feld, in der Topologien oder Designprozesse, die benutzt werden? Ja, wie schon mehrmals jetzt erwähnt, also der spezifische Widerstand von Siliziumkarbid-MOSFETs ist bis zu 10-mal kleiner oder mehr als 10-mal kleiner verglichen mit Silizium-Halbleitern. Ja. Deshalb auf dem gleichen Widerstand haben wir dann deutlich geringere Die-Größen und diese kleineren Die-Größen führen dann zu geringeren Kapazitäten auf dem Die. Also einer Größe ist da der COSS, die Ausgangskapazität des MOSFETs, aber auch Ladungen sind kleiner. Dadurch kann der Halbleiter viel schneller geschaltet werden. Also das sind deutlich höhere Schaltfrequenzen möglich. Auch die Ladung, die notwendig ist beim Nullspannungsschalten, ist geringer. Dadurch sind Topologien, die vorher bei Silizium-MOSFETs nicht wirklich zum Tragen kamen, immer populärer. Also wir sehen zum Beispiel eine zunehmende Popularität der Dual Active Bridge beispielsweise. Genau, ja, okay. Das liegt auch daran, dass man viel einfacher das Nullstromschalten erreicht. Also da musste man bei Silizium auch viel mehr machen, um das Nullspannungsschalten zu erreichen. Teilweise gab es dann Hilfsschaltungen, die dann halt zu dieser Entladung der Kapazität führten und das Nullspannungsschalten erreichen. Das ist nicht mehr erforderlich und mit Siliziumkarbid, weil das Nullspannungsschalten viel einfacher erreicht werden kann. Ja. Es gibt dann auch eine Vereinfachung teilweise von Topologien, also eine Vereinfachung in Anführungszeichen, weil also zum Beispiel bei Stromversorgung, bei Onboard-Chargern, da konventionell setzt man auf ein zweistufiges Konzept, dass man einmal in einer PFC-Stufe, die halt einen sinusförmigen Strom zieht und dann einen DC-DC-Wandler, der dann halt die Batterie lädt. Es gibt aber jetzt auch immer mehr Hersteller und wir haben auch ein Demo-Konzept von OnSemi, wo das Ganze zu einer Stufe vereint wird. Einer Matrix Dual Active Bridge, wo dann das in einer einzigen Stufe erreicht wird. Und das führt dann auch zu weniger passiven Elementen und kann dann zu einer deutlichen Verkleinerung des Wandlers führen. Ja. Aber im Allgemeinen kann man das ganz gut zusammenfassen. Es sind deutlich höhere Schaltfrequenzen möglich. Wir sehen auch einen zunehmenden Wandel zu höheren Busspannungen und ja, also das zu einfacheren Topologien. Stimmt es auch, dass da eine höhere Temperaturen ausgehalten werden können, dass die Schaltungen werden tatsächlich so in Dauerbetrieb zu einer höheren Temperatur in Bedienung, also bedient. Ja, absolut. Also Silizium-MOSFETs haben eine maximale Temperatur von ungefähr so 125 Grad. Silizium-Karbid-MOSFETs werden jetzt schon ganz typischerweise bis auf 175 Grad betrieben. Also auch wir spezifizieren unsere MOSFETs bis auf 175 Grad. Aber wir sehen auch teilweise, dass bestimmte MOSFETs schon bis zu 200 Grad oder darüber hinaus spezifiziert werden. Okay. In der Regel erfolgt das dann für eine bestimmte Stundenanzahl in dem Betrieb. Also das sind viel höhere Temperaturen möglich. Ein Vorteil von Siliziumkarbid ist da auch, dass es eine deutlich bessere thermische Leitfähigkeit hat, verglichen mit Silizium. Und das ermöglicht natürlich dann, dass noch mehr, dass höhere Ströme übertragen werden können, weil ja dieses Temperaturdelta größer ist. So die Ingenieure, die mit klassischen Silizium-Bauteile jahrelang Stromversorgungen und Motorsteuerung gebaut haben, entdecken SiC zum ersten Mal. Was sind die Herausforderungen, womit sie zum ersten Mal sich begegnen und womit haben sie Schwierigkeiten? Ja, also typischerweise, wie gesagt, es gibt deutlich höhere Schaltflanken.
da muss man dann viel, viel besser auf die parasitären Elemente der Schaltung achten. Also das ist Layout, ein Stichwort, ist da wirklich, da muss man viel mehr drauf achten, um die parasitären Induktivitäten klein zu halten. Wo man vielleicht vorher einfach die MOSFETs mehr oder minder irgendwo platziert hat auf der Schaltung, führen diese parasitären Induktivitäten nun dazu, dass das Schaltverhalten signifikant gestört wird und auch die Ausschaltenergien, also die Ausschaltverluste, die anfallen, werden dann deutlich größer. Also nur als ein Vergleich, also es kann gut sein, dass die Verluste um 50% ansteigen, wenn man dann, sag ich mal, 10 Nanohenry mit 60 Nanohenry vergleicht. Und das erreicht man sehr schnell. Und darauf muss der Entwickler auf jeden Fall achten, um die Streuninduktivität klein zu halten. Ein anderer Punkt ist EMI, also die elektromagnetische Verträglichkeit. Aufgrund der hohen Schaltflanken ist auch Common Mode Noise deutlich größer und dann muss der Filter daran angepasst werden, um das entsprechend zu unterdrücken und um andere Baugruppen in der Umgebung zu schützen. Ja. Und das ist auch etwas, worauf der Entwickler sehr achten muss. Ein anderer Punkt sind Gate-Treiber, also wie schon angesprochen, Siliziumbauteile kann man auch mit Nullspannung ausschalten. Wir empfehlen definitiv, dass eine negative Ausschaltspannung angewendet wird, um entsprechend ein parasitäres Einschalten zu verhindern. Ja, so das sind eine lange Liste. Im Endeffekt viel zu lernen. Ja. Ich gehe davon aus, auf der Webseite gibt es auch viele Application Notes und so weiter. Genau, ja. Ja, wir geben da auch Empfehlungen raus, worauf man achten muss. Ja. Genau. In den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass das Thema Packaging im Bereich Packaging vieles sich getan hat. Stichwort, wir sind von so bedrahteten Bauteile zu SMD-Gehäusen gewechselt. Führt SiC hier zu weiteren Innovationen oder werden Innovationen im Packaging-Bereich benötigt, um mehr aus SiC zu holen? Ja, absolut. Also wogegen man typischerweise bei Siliziumbauteilen das TO247 mit 3 Leads verwendet hat, das kommt mit einer relativ großen Streuninduktivität daher und außerdem hat es auch keinen dedizierten Treiber Ground. Diese Kelvin-Pin. Genau, das Kelvin-Lead. Ja. Und wie schon angesprochen, die hohen Schaltflanken führen dann dazu, dass eine Spannung induziert wird zwischen der im Anschluss am Source-Lead und verglichen mit dem Die Source. Und deshalb gab es dann zunächst immer den Wandel, dass man dann halt einen dedizierten Kelvin Ground hat. Also das ist das zweite Lied hier von rechts für euch. Ja. Das stellt sozusagen einen Ground für den Treiber dar. Sodass was nochmal dediziert auf den Die angeschlossen ist, sodass der Treiber eine Gate-Spannung direkt zum Ground des Dies erzeugen kann. Ja, aber diese Bauteile kommen trotzdem noch mit einer hohen Streuninduktivität auch in dem Power-Leistungspfad, also in der Source und dem Drain-Pfad. Und wie schon angesprochen, wenn dann 5 Nanohenry sind, was leicht in dem Lead sein kann, führt das dann zu einem Spannungseinbruch und zu höheren Ausschaltverlusten. Und das muss man natürlich vermeiden. Und deshalb gab es dann auch einen Überschwang zu den die Square Pack Packages. Die werden dann auf die Platine aufgelötet und haben auch einen dedizierten Kelvin Ground. Ein Problem dabei ist allerdings, dass man halt die Bauteile durch die Platine kühlen muss. Und da gibt es auch eine Vielzahl von Lösungen dazu, wie man das erreichen kann. Der konventionellsten Lösung ist dann, dass man Vias in der Platine macht und den Kühlkörper auf der anderen Seite hat. Okay. Aber das hat halt auch wieder Nachteile, weil der thermische Widerstand der Platine mit dazukommt. Und ein anderer Nachteil ist auch, dass der
Leistungspfad nicht unter dem Bauteil hergeführt werden kann, was zu einer Verringerung der Streuinduktivität führt. Okay. Naja, also wir haben auch darauf gehört, was unsere Kunden wollen, und deshalb haben wir jetzt vor kurzem auch ein Top-Cooled Devices veröffentlicht. Da ist das thermische Pad hier auf der Oberfläche des Devices, und dann kühlt man über die Oberfläche. Und da gibt es dann keinen thermischen Widerstand mehr im Pfad, und der thermische Widerstand des kompletten Leistungspfades ist geringer, und man kann auch dann den Leistungspfad unterhalb des Bauteils schließen, um dann geringere Streuinduktivitäten zu erreichen. Ja, und das erleichtert dann die Entwicklung von neuartigen Stromversorgung, Motorsteuerung und so weiter, und erlaubt man vielleicht so kleinere in ein kleiner Gehäuse zu packen, gehe ich davon aus. Genau, also man kann mehr Leistung aus dem Bauteil herausholen und dementsprechend auch mit höheren Strömen halt das Bauteil verwenden. Und auf die Streuinduktivität betrachtet, führt es auch zu geringeren Schaltverlusten und einem besseren Schaltverhalten, wodurch dann effizientere Topologien ermöglicht werden. Ja. Es ist super, super spannend, und wir haben sehr viel über die Technik hier heute gelernt und was sie kann und wo die Grenzen sind und wo die Unterschiede zu Silizium sind. Bevor wir uns heute Schluss machen, würde ich gerne dann auch ein bisschen über euch lernen, bezogen auf ihre Karriereauswahl. Ihr seid beide schon relativ am Anfang eurer Karriere. Was hat euch, Philipp, was hat dich dazu bewegt, bei einer Halbleiterunternehmen zu arbeiten? Und was hat dir gerade so überzeugt, trotz die Risiko von einer neuen Technologie hier einzusteigen? Bevor ich bei Onsemi angefangen habe, habe ich an der Uni Paderborn promoviert und habe da zum Thema einstufige DC-DC-Wandler geforscht. Und ich habe da sehr viel über die Topologien gelernt und wie man Schaltnetzteile aufbaut und die designt. Aber ich hatte immer das Gefühl, als wüsste ich nicht genug über die eigentlichen Bauelemente, und ich wollte mehr über den Herstellungsprozess und die Charakteristika der Bauteile erfahren. Und deshalb habe ich dann auch mich da umgeschaut, dass ich bei einem Unternehmen anfange, was die Bauteile herstellt und auch testet. Und als ich vor 2,5 Jahren bei Onsemi angefangen habe, da war es schon eindeutig, dass Siliziumkarbid-Bauelemente auch in der Zukunft überall angewendet werden. Das war kein risikoreicher Entscheidung. Ja, klasse, freut mich sehr. Sara, wie war es für dich? Bei mir ist ein bisschen eine komplexere Thema, weil ich habe ganz viele Änderungen in meinem Leben gemacht. Also früher bin ich beim Maschinenbau, habe ich Maschinenbau studiert. Ja. Und das fängt schon mit dem Autos, was ich früher erzählt habe. Und inzwischen habe ich schon bemerkt, dass es gibt mehr und mehr Elektronik reingebaut in die Autofahrzeuge. Und irgendwie, das hat mein Weg gebaut quasi vor mir, dass ich mich für Masterstudium für Elektrotechnik eingemeldet hat. Okay. Und ich muss mich da meinem Professor bedanken für Leistungselektronik, weil seine Leidenschaft und die Motivation um Elektrotechnik und Halbleiter, die er hatte, es war einfach sehr faszinant für mich. Und das war die erste Projekt, wo ich habe eigentlich sogar auch mit Siliziumkarbid angefangen. Und seit dem ersten Punkt, wo ich bin im Kontakt mit Siliziumkarbid, ich wollte einfach, ich war neugierig, wie man baut so ein Halbleiter, wie kann so eines kleines Die so viel Strom leiten könnten. Und so bin ich sofort nach der Uni beim Onsemi eingemeldet und mit der Arbeit angefangen und genau in die Entwicklung von
Siliziumkarbid. Und ich habe überhaupt nicht überlegt, um die Risiko in eine neue Technologie reinzuspringen, weil das war einfach eine Ort, wo ich konnte einfach ganz viel lernen. Und beim OnSemi gibt es so viele Experten, besonders für Siliziumkarbid und wieder voll mit Leidenschaft, um bessere Produkte auf den Markt zu bringen. Ja, das freut mich sehr, eure Geschichten zu hören und auch, dass diese Leidenschaft habt ihr auch heute mitgebracht und die Zukunft für mich für SiC sieht sehr gut aus, wenn es in euren Händen liegt. So, Sara, Philipp, herzlichen Dank, dass ihr dabei waren und wir wünschen euch viel Erfolg in Zukunft mit den SiC-Bauteilen. Vielen Dank, Stuart. Und vielen Dank für die Einladung. Ja. Bitteschön. Dankeschön. So, das war es für diese Folge. Was haben wir gelernt? Wir stehen an einem Wendepunkt vor einer Zukunft, in der Stromversorgungen und Motorsteuerungen kompakter, leichter und effizienter werden können. Wide Bandgap Technologien wie Siliziumkarbid machen genau das möglich. Jetzt geht es vor allem darum, den Umstieg zu wagen, die aktuell noch höheren Bauteilkosten zu akzeptieren und sich die Zeit zu nehmen, zum Verstehen, wie man diese neue Technologie am besten einsetzt. SiC wird natürlich nie so ausgereift sein wie Silizium. Das hatte schließlich einen Vorsprung von über 50 Jahren. Aber wir haben solche Technologiewechsel schon früher gemeistert. Den Schritt von Germanium zu Silizium und davor haben wir uns von Elektronenröhren verabschiedet. Auch diesen Wandel werden wir schaffen. Keine Frage. Ein herzlicher Dank geht natürlich an meine Gäste Sara Kuzmanoska und Philipp Rehlaender von OnSemi. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mause Electronics, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meiner Gäste herzlich fürs Zuschauen oder Zuhören bedanken und sage, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.